Hallo Leute, es ist Sonntag, also wird wieder Zeit für ein neues Video unseres Tunesien Roadtrips. Wie ihr seht, ich stehe hier immer noch beim Camp Smela, mitten in der Wüste. Es ist einfach wunderschön hier. Und mehr Bilder zum Camp Smela gibt es dann im nächsten Video. Keine Sorge, auch in diesem Video gibt es tolle Bilder. Wir starten mit der spektakulären Rommelpiste, fahren dann weiter zum Buhetma Nationalpark, wo wir ausnahmsweise auch übernachten dürfen. Und dann sind wir tatsächlich reif für die Insel. Wir entdecken die Kerkenna-Inseln und bleiben dort 6 Tage. So lange war ich noch nie an einem Ort. Bleibt dran bis zum Schluss, denn dann gibt es auch noch spektakuläre Drohnenaufnahmen. Also, auf geht's! Wir sind in Nefta losgefahren, fahren jetzt nördlich in Richtung der Berge, müssen aber auch noch tanken. Der Diesel kostet hier in Tunesien ja nur 65 Eurocent pro Liter, also hier lohnt es sich, die Tanks richtig voll zu machen. Unterwegs sehen wir diesen Markt, da können wir natürlich nicht vorbeifahren. Wir halten an, schlendern über den Markt und lassen uns ein bisschen inspirieren. Die Küche bzw. die Restaurants in Tunesien sind ja doch sehr fleischlastig, aber hier auf dem Markt findet man wirklich Gemüse und Obst in Hülle und Fülle. Ja, und dann fahren wir ein Stückchen weiter und finden dann bald schon unseren Übernachtungsplatz bei einem alten Wasserwerk. Hier seht ihr das, das befindet sich ganz in der Nähe der Seltja-Schlucht. Am nächsten Morgen brechen wir auf. Wir wollen heute zur Rommelpiste fahren, beziehungsweise über den Rommelpass. Wir sind hier auf dem Weg von der Seltja-Schlucht bis zum Beginn der Rommelpiste. Ja, die Rommelpiste lässt sich tipptopp befahren, das seht ihr gleich noch. Die ist überwiegend mit so Betonplatten belegt, da braucht es nicht mal ein Allrad dafür. Da kann man auch problemlos mit einem 4x2 rüberfahren. Ja, warum diese Piste Rommelpiste heißt, das ist eigentlich bis heute nicht ganz klar. Mit dem Generalfeldmarschall Erwin Rommel aus dem Zweiten Weltkrieg hat das eigentlich nichts zu tun. Natürlich war der Rommel hier auch in Tunesien aktiv während des Krieges, aber diese Piste konkret wurde von den Franzosen in den 50er Jahren gebaut. Die Berge kommen nun näher und wir sind hier bereits auf der Rommelpiste. Und ihr seht, die Piste besteht aus Geröll, gut fahrbar, kein Problem. Das hier ist, wenn man so will, die einzige Engstelle. Da rumpelt es ein bisschen, aber wenn man langsam fährt und wir haben ja Zeit, dann ist auch das kein Problem. Jetzt das Ganze mal aus der Vogelperspektive. Es ist ja wirklich wunderschön hier. Und für Hobbygeologen ist das hier ein wahres Paradies. Man kann verschiedene Gesteinsschichten entdecken und dort unten, wo wir stehen, findet man gleich neben der Straße versteinerte Muscheln und all das, was es eben früher mal hier im Meer gab. Die Rommelpiste hat auch steilere Passagen wie die hier. Da ist es schon gut, wenn man ein Untersetzungsgetriebe hat und so rollen wir im Kriechgang langsam bergauf. Und hier sind wir bei einem der Highlights der Rommelpiste, ein absolut traumhafter Canyon.
Für uns geht's nun weiter. Ja, und was heißt hier eigentlich uns? Ich habe noch gar nicht gesagt, wer hier eigentlich mit mir fährt. Das sind wieder die Staubteufelchen, die habt ihr ja schon in den letzten Videos gesehen. Und ihr seht, wir reisen immer noch zusammen. Ja, wenn ihr mich nun fragt, wie viel Zeit muss man denn einkalkulieren, um die Rommelpiste zu befahren, würde ich sagen, so mit einem halben Tag muss man schon rechnen. Ihr seht selber, die Ausblicke in die Tiefebene sind einfach nur grandios, insbesondere dann, wenn wir so einen klaren Tag haben wie heute. Also das lohnt sich auf jeden Fall, viel Zeit mitzubringen. Und übernachten tun wir hier heute nicht, aber ich komme ja nochmal zurück zur Rommelpiste in einem späteren Video und dann zeige ich euch einen ganz coolen Übernachtungsplatz. Hier auf dem Plateau treffen wir andere Overländer, die haben hier oben auf dem Rommelpass ganz entspannt übernachtet. Wir machen einen kurzen Schwatz, dann geht es für uns schon weiter, denn wir sind ja immer noch nicht oben auf der Passhöhe. Dort oben am Ende der Piste ist dann auch die Passhöhe erreicht. Ihr seht, die Piste dorthin ist ein bisschen rumpeliger, aber ist immer noch gut zu fahren. Hier sind wir bereits bei der Bergabfahrt von der Rommelpiste, das heißt, wir sind jetzt auf der Nordseite der Bergkette und sind in Gedanken noch ganz bei der wunderschönen Panoramastraße, die wir eben gefahren sind. Ja, was sich hier auftut, ist eine absolute Umweltkatastrophe. Wir durchfahren hier eine riesige Müllhalde, die ist Quadratkilometer groß, es stinkt fürchterlich. Wir drehen rechts ab, wir wollen sowieso zurück zum alten Wasserwerk, wo wir ja gestern Abend gestanden sind. Hier durchfahren wir ein riesiges Phosphatabbaugebiet. Es gibt durchaus die eine oder andere schöne Landschaft, aber ansonsten ist die Landschaft total umgepflügt für eben diesen Phosphatabbau. Man muss eben wissen, Tunesien gehört zu den größten Phosphatexporteuren weltweit. Hier stehen wir wieder beim verlassenen Wasserwerk, ganz in der Nähe von der Seltja-Schlucht. Natürlich hat uns hier am Abend auch wieder die Garde Nationale gefunden, hat uns versichert, dass wir hier prima und sicher stehen können. Ja, wir stehen hier direkt neben einem Bahngleis und ab und zu donnert mal ein Güterzug mit Phosphat vorbei. Am nächsten Tag brechen wir auf in Richtung Buhetma Nationalpark. Wir umfahren das Städtchen Gafsa. Gafsa ist nicht sehenswert, da kann man einen großen Bogen drum machen. Hier sind wir bereits auf der Landstraße in Richtung Buhetma Nationalpark und ihr seht, wir durchfahren hier eine großartige Landschaft. Auf der Straße fällt uns links ein schöner Canyon auf. Den wollen wir uns mal anschauen gehen. Wir biegen hier links ab. Da ist zwar ein LKW-Verbotsschild, aber das hindert uns ja nicht, da mal zu schauen, ob wir da vielleicht doch durchpassen. Wir parken die LKWs und gehen ein Stückchen zu Fuß. Ja, und ihr seht schon, das wird hier ein bisschen schwierig mit den überhängenden Felsen. Von der Breite mag es noch knapp gehen, aber da oben, das wird nicht funktionieren. Also der Canyon lohnt auf jeden Fall einen Kaffeehalt und wenn man einen Defender hat oder einen VW-Bus, dann kann man hier sogar durchfahren. Schaut euch mal diese Landschaft an, einfach großartig. Hier sind wir bereits beim eingezäunten Areal des Buhetma Nationalparkes und das sieht ja schon richtig aus wie in der Savanne. Ja, wenn man Glück hat, kann man auch von der Straße aus Antilopen und andere Tiere sehen. Und jetzt sind wir gespannt, ob wir in den Nationalpark reinkommen. Das ist die Einfahrt zum Nationalpark. Der Park hat heute eigentlich geschlossen, aber nach kurzer Diskussion werden wir doch eingelassen und wir fahren hier ein ganzes Stück durch den Park bis zum Museum.
Dort warten wir auf den Ranger und wir haben Glück, der Ranger hat heute eigentlich frei, aber er möchte uns den Park sehr gerne zeigen und da sagen wir natürlich nicht nein. Der Ranger schließt für uns extra das Museum auf und erklärt uns dann, welche Tiere es hier in der Savanne gibt und wie die Menschen früher gelebt haben. Den Nationalpark gibt es seit 1980, er umfasst eine Fläche von 170 Quadratkilometern, wovon aber nur 30 Quadratkilometer eingezäunt sind. Im Nationalpark leben aber nicht nur solche kleinen Tiere, sondern auch Vogelstrauße und Hyänen, die man aber kaum zu Gesicht bekommt, die sind ja so scheu. Und dann eben vor allem die Oryx-Antilope, die wurde hier 1986 angesiedelt und dann die Gazellen in 1987. Das ist unser Ranger und unser Fahrer und jetzt geht's mit dem Geländewagen raus in den Park auf Safari. Und kurze Zeit später sehen wir schon die erste Oryx-Antilope. Hier ist schon die zweite Oryx-Antilope. Wir haben ja Ferngläser dabei und können die Tiere gut aus dem Auto beobachten. Unterwegs sehen wir dann noch Gazellen und Vogelstrauße. Ihr seht selbst, der Buhetma Nationalpark liegt in einer absolut traumhaften Landschaft. Ja, und diese Steinhaufen hier, das sind alte Berbergräber. Das ist natürlich eine ganz coole Offroad-Strecke, die der Park Ranger hier mit uns fährt. Ich weiß nicht, ob wir das mit unseren Fahrzeugen so gemacht hätten. Er lässt es jedenfalls ordentlich krachen. Und was uns ganz besonders freut, der Park Ranger erlaubt uns, dass wir mit unseren Fahrzeugen über Nacht im Nationalpark stehen dürfen. Hier nochmals eine Oryx-Antilope und das hier soll der größte Eukalyptusbaum in Nordafrika sein. So, und jetzt nochmal hier der Nationalpark aus der Vogelperspektive. Ihr seht, es ist eine wirklich schöne Savannenlandschaft vor traumhafter Bergkulisse. Nach all den schönen Erlebnissen sind wir nun reif für die Insel und nach diesem weiteren Polizeiposten fahren wir bis zur Stadt Sfax. Hier sind wir bereits in Sfax. Sfax ist die zweitgrößte Stadt von Tunesien mit gut 300.000 Einwohnern. Es gibt hier auch ein richtiges nordafrikanisches Verkehrsgewusel und wir müssen höllisch aufpassen, dass wir unsere Fahrzeuge hier heil wieder rausbringen, aber wir schaffen das. Da vorne sieht man die große Zitadelle von Sfax, da ist heute ein Kasper-Museum drin. Leider gibt es in der Innenstadt keinen Parkplatz und so fahren wir direkt weiter bis zum Hafen, dort wartet schon die Fähre. Hier sind wir bereits bei der LKW-Einfahrt zum Fährgelände. Das Ticket kostet nur 5 € für ein Fahrzeug und eine Person und hier geht es bereits auf die Fähre rückwärts. Es ist natürlich immer sehr unterhaltsam, diesem geschäftigen Treiben und dieser Wuselei auf der Fähre zuzuschauen. Irgendwann ist die Fähre dann aber auch voll und wir legen los. Die Überfahrt zu den Kerkenna-Inseln dauert 75 Minuten und das Wasser, das schimmert schon richtig verheißungsvoll türkis. Und ihr seht, wir sind auf Kurs zu den Inseln. Auf den Kerkenna-Inseln angekommen, warten wir erstmal ab, bis sich das Gewusel vor uns aufgelöst hat. Dann fahren wir von der Fähre runter und werden gleich sehr freundlich von der Garde Nationale in Empfang genommen. Die wollen wissen, wohin wir wollen und nehmen unsere Daten auf. Wir werden hier schon mal sehr freundlich auf den Kerkenna-Inseln begrüßt.
Ja, und die Frage stellt sich, was wollen wir hier eigentlich auf den Inseln? Denn die Kerkenna-Inseln haben eigentlich gar keine Sehenswürdigkeiten zu bieten. Die Inseln sind flach und das Einzige, was die Inseln zu bieten haben, das ist Natur, Ruhe, Abgeschiedenheit. Es gibt wunderschöne Strände und tolle Kitespots. Es gibt auch keine größeren Infrastrukturen für Touristen, also zum Beispiel größere Hotelresorts. Es gibt kleine Siedlungen, es gibt auch kleinere Hotels und man kann einkaufen, also man kann hier durchaus einige Tage aushalten. Hier sind wir bereits auf der Anfahrt zu unserem Stellplatz, wo wir die nächsten Tage bleiben wollen, und nach trudeln unsere Reisefreunde ein. Das ist also nun unsere kleine Overlander-Community auf den Kerkenna-Inseln für die nächsten Tage. Ich blende hier mal die Instagram-Accounts ein, dort könnt ihr nachschauen und bekommt mehr Informationen über unsere Reisefreunde. Ja, liebe Leute, was soll ich sagen? Das Inselleben ist einfach wunderschön, vor allen Dingen, wenn man nicht arbeiten muss. Ja, wir sitzen hier herum, wir genießen die Sonne, wir gehen viel mit den Hunden laufen und wir schauen Tommy von den Staubteufelchen beim Kiten zu. Auch unsere Dackeldame findet das Kiten voll interessant. Ständig rennt sie Tommy und dem Kite hinterher. Nicht vergessen, unsere Dackeldame ist ja schon 12 Jahre alt, aber ihr seht selbst, die ist noch voll fit. Und jetzt gibt's ein paar Aufnahmen, die Tommy beim Kiten gemacht hat. Die Kids waren mit den tunesischen Fischern draußen in der Bucht und haben Schnecken gesammelt. Die werden wir gleich in der Brühe noch zubereiten. Ja, hier läuft bereits die Vorbereitung des Abendessens. Es gibt unter anderem gefüllte Datteln, sehr lecker. Und hier wird eine Gazpacho zubereitet. Hier sind die gekochten Schnecken. Ich bin der Vorkoster. Sie schmecken salzig und fischig. Ich hab sie gern. Lecker. Der Abend bricht an und damit startet unser mehrgängiges Gourmet-Menü. Die Krönung von allem ist aber ein Schweizer Käsefondue, das unsere lieben Reisefreunde frisch aus der Schweiz mitgebracht haben. Spät in der Nacht kommt dann noch die Garde Nationale vorbei, um uns wie immer sehr freundlich einen schönen Abend zu wünschen. Auch die nächsten Tage machen wir im Wesentlichen das hier, Füße hochlegen. Insgesamt bleiben wir 6 Nächte hier auf den Kerkenna-Inseln. So lange war ich noch nie an einem Ort, normalerweise zieht es uns immer so nach 3 Tagen weiter. Aber hier ist es einfach wunderschön. Und die beiden Hunde passen tipptopp auf die Kinder draußen im Wasser auf. So, und heute Abend gibt es hier Spaghetti Bolognese. So sieht das Hackfleisch aus, das man hier in Tunesien bekommt. Das sind so Art Cevapcici-Würstchen. Und die muss man halt nachher zerdrücken in der Tomatensoße. Ja, und das ist der Ausblick. Inzwischen hat unsere Community Zuwachs erhalten von einem schönen Mercedes Kurzhauber. Und die Garde Nationale lässt sich mit dem großen Hund fotografieren. Und zum Abschluss dieses Videos gibt es jetzt noch ein paar schöne Aufnahmen von den Kerkenna-Inseln aus der Vogelperspektive.
nächsten Video fahren wir bis zum Camp Zmela in die Wüste, also bis kurz vor das tunesische Sperrgebiet, und dort gibt es dann auch noch eine kleine Bergeaktion im Sand. Ja, wenn euch dieses Video gefallen hat, dann lasst doch einen Daumen nach oben da und abonniert diesen Kanal. Vielen Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns im nächsten Video. Bis dann!